Welcome to Impulse. Water, an element that profoundly affects and influences so many aspects of our daily life, both privately and on a professional level. Numerous industry sectors need water in different degrees of purity, for example, to meet their required quality standards for their various processes and production operations. We need it to produce food, use it to generate energy, and ultimately, water is our source of life. However, while the global demand for water is increasing continuously, the available resources are decreasing dramatically. This is reason enough to aim for a very high degree of sensitivity and efficiency in dealing with water. With me in the studio now is Sophie Dubik, Global Business Development Manager for the water and wastewater sector at IFM. Hello, Sophie. Hi, Philip. Sophie, as I mentioned before, it's high time we applaud maximum efficiency and sensitivity when dealing with water. You and your global team get impressions of the situation every day. Where is water shortage particularly evident, and how are your customers dealing with this situation? Before, I would like to describe a little bit what our global team means or is. So we have colleagues in Brazil, in Australia, in the US, of course also in Europe. And we are monthly talking about the situation and of course the solutions we are providing to our customers. So we get a good picture of what is really happening. And what we see is, before we might only would have talked about South Africa having a problem with water. Today, we are talking about a scarcity globally. We are talking about France. We are talking about Germany. So we see it's a truly global problem. And everyone is involved in it, not only the typical municipal water, but also the industrial side. So customers from the food and beverage industry, customers in mining, they are looking how to make their process more efficient, cooling or cleaning processes, for instance. So this is a globally increasing problem. Yes. Yeah, sure. So we now see here a landscape, an island landscape that illustrates the water cycle. Which stations does the cycle include, and where is IFM represented with its solutions? Yeah, with this island, we were trying to show how diverse the issue is, and that you everywhere can find water, and that it's a truly many cycles connected with each other. Giving an example, you see over there a desalination plant. Yeah. Typically, you find these, for instance, in Israel. When we talk to the colleagues, 80% of their water is actually coming from desalination plants in Israel. So this is kind of the starting point where we are producing water, and then we see over there agriculture, big topic. 70% of some countries, the water has been used by agriculture. So it's a big driver of the water scarcity as well. And being IFM and having such a broad product portfolio, all what you can see here, and I didn't mention everything, of course, we have products and solutions. Giving examples, pumping stations. Yeah. We are monitoring globally pumps. We are really successful in that. Also in a wastewater plant, which you also can see here, we have a decanter centrifuge normally in it, and this has also been monitored by us, quite successful there as well. So it's a broad topic, and thanks to IFM and the broad product portfolio, you will probably find us everywhere on that island. I'm sure. One topic that we will focus on in this episode is the industrial water treatment. So can you give us an overview? What are the particular challenges here? Yes, so as you probably heard of as well, is that governmental regulations are more and more getting into place. So companies, as I said, in food and beverage or other industries, are focusing and wanting to filter and reuse their water. And one customer of us, which is really successful in that, is Envirofalk. And we wanted to provide you with an example of our solutions there. And I'm really happy today that they are coming to visit us, and that you're going to see what we are providing and what we have successfully implemented together. Yeah. Sophie, for this, thank you very much for this overview. And yes, Sophie mentioned already, our customer Envirofalk specifically specializes in industrial water treatment. With a broad portfolio of ranging from softening and filtration plants to complex systems for ultra-pure water treatment, the company offers their customers the right solution for every application. But take a look for yourself now.
Der Gründungsstein der Enviro-Falk wurde 1989 tatsächlich ganz hier in der Nähe in eine Doppelgarage gelegt. Die Fokussierung und die Kernkompetenz lag damals bereits auf Herstellungs- und Produktionsprozesse, die reines Wasser als notwendigen Rohstoff zur Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten benötigten. Das aufwendig hergestellte Reinwasser aufzubereiten und mittels Kreislauftechnik den Prozess wieder zuzuführen, war nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern eine echte Herzensangelegenheit. Die Anlage, die wir hier sehen, ist eine Prozesswasseraufbereitungsanlage mit verschiedenen Reinheitsstufen. Tatsächlich haben wir in der ganzen Anlage IFM-Sensoren mit der Technik IO-Link verbaut. Hier vorne haben wir im ersten Produktionsschritt Permeat, was wir produzieren, für den Tank dahinter liegend. Im ersten Schritt müssen wir aber für die Umkehrosmose Weichwasser produzieren. Das Weichwasser wird durch den Enthärter produziert, der sich auch vollautonom regenerieren kann mit der Sohle. Mit dem Weichwasser können wir dann die Umkehrosmose betreiben, die über das osmosische Prinzip funktioniert, ungefähr mit 10 bis 12 Bar und filtert 98 bis 99% aller Feststoffe aus dem Wasser. Im zweiten Produktionsschritt haben wir dann hier eine VE, also eine Vollentsalzungsanlage, vollentsalztes Wasser über ein Mischbettharz, wo wir dann auch die Qualität, den Leitwert mit dem LDL 101 messen. Der dritte Teil wird durch den zweiten Teil mitgespeist. Die Wasserqualität ist die gleiche wie im zweiten Reinigungsteil, aber wir erhitzen das Wasser nochmal. Deswegen ein isolierter Tank. Das Ganze geht in Kreisläufe zu den Waschanlagen. Hier in der Regeneration können wir die neuesten Sensoren in ganz enger Zusammenarbeit mit IFM testen. Zum Beispiel den LDL 101 Leitwertsensor und den SU Ultraschall-Durchflusssensor. Jetzt können wir dem Kunden endlich diese Technik auch zur Verfügung stellen. Die IFM-Partnerschaft besteht ja schon so lange es fast Enviro-Falk gibt. Also seit mehr als 30 Jahren. Und heute begleitet uns die IFM mit ihrem Leistungsportfolio, mit ihrer Kompetenz ins digitale Zeitalter. Und das ist ein extrem wichtiger Baustein für uns. Ja, das waren schon spannende Bilder, die wir jetzt gesehen haben. Und ich freue mich, dass ich jetzt Enviro-Falk bei uns begrüßen kann. Und zwar einmal Daniel Pfeil. Danke, Daniel, dass du da bist. Und Maximilian Meurer, den wir gerade auch schon im Video gesehen haben, ist auch da. Hallo Max, danke, dass du da bist. Und der dritte im Bunde, Christian Ritz, Kollege von IFM. Christian, schön, dass du da bist. Hallo. Auch vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Ja, Daniel, vielleicht gibst du uns zum Einstieg nochmal so einen Überblick. Die Anlage, die wir jetzt im Video gesehen haben oder auch die anderen Anlagen, die ihr anbietet, in welchen Branchen kommen die Anlagen zum Einsatz und wo ist euer Vertriebsgebiet? Seid ihr global unterwegs? Also bei der Anlage, die wir im Video gesehen haben, handelt es sich um eine Reinwasserkreislaufanlage mit Umkehrosmoseinspeisung. Diese Anlage setzen wir in allen Branchen ein, die wir bedienen. Ob das im Bereich der Teilereinigung ist, in der optischen Industrie, im Krankenhaus, in den Laboren, auch im Bereich Automotive. Und das quasi weltweit? Und das weltweit, überall, ob das in Europa ist. Also ich würde sagen, auf jedem Kontinent werden Sie so eine Anlagentechnik finden. Ja, ja, alles klar. Max, wir haben schon darüber gesprochen auch im Vorfeld. Ihr wart nicht immer digital unterwegs. Es kommt aus der analogen Sensorik, sage ich mal, und seid dann umgestellt auf digital. Was waren die Beweggründe dafür? Ja, das ist richtig. Circa vor einem Jahr haben wir uns dann auch die Frage gestellt, wie können wir unsere Anlagen modernisieren, wie können wir was verändern, Zeit ersparen, Lagerhaltung, schnellere Datenauswertung, genauere Datenauswertung mit mehr Informationen erreichen. Und dann sind wir auch auf die digitale Sensorik gestoßen, haben uns dann mit dem Thema IO-Link befasst und haben dann relativ schnell mit der Ausarbeitung des Themas begonnen. Wie hast du den Weg wahrgenommen für dich? Was hast du für Erfahrungen gesammelt auf dem Weg von analog zu digital? Weil es ist ja nicht so ein Ding, da schaltet man mal einmal einen Hebel um und dann geht es digital weiter. Ja, am Anfang sicherlich erstmal so ein bisschen konservativ, wie man so als Techniker EMS eher ist, Programmierer, Projektierung, die ich durchführe. Dann habe ich aber mir ein bisschen Zeit in die Hand genommen,
Und dann ging es eigentlich ganz schnell. Dann habe ich die analogen Sensoren auf Seite geschoben, die digitalen zur Hand genommen, die Auswertung gemacht, die Hardware-Config verändert, die Verkabelung spielend leicht, ziemlich schnell durchzuführen, weil Vorteile wie keine Schirmung, alles über Stecksystem, hat mich dann eigentlich die normalen Prozessdaten innerhalb von wenigen Stunden an meinem System realisieren lassen. Ja. Und wie ging es dann? Also war das erstmal in einem kleinen Testversuch oder wie schnell seid ihr an die Anlage dann rangegangen tatsächlich? Also die ersten Tests habe ich ganz klar natürlich an meinem Schreibtisch gemacht, habe alles ausprobiert auf meinem kleinen Testrack und sind dann auch relativ schnell eigentlich erstmal nur als Ersatz im Prinzip für Analogsensoren an die Anlage gegangen. Das hat auch einwandfrei funktioniert, ohne Ausfälle, welche ich feststellen konnte. Und dann ging der Weg natürlich weiter. Wir können in der digitalen Welt viel mehr Informationen nutzen als in der analogen Welt. Dann kam ganz schnell das Thema Ausfallsicherheit, Ausfallüberwachung, Statusmeldungen zu realisieren, visualisieren. Dann noch zu sagen, okay, nicht nur Prozessdaten, sondern auch azyklische Prozessdaten wie Parametrierung oder Seriennummern der Sensoren auszuwerten. Und dann auch ganz einfach festzustellen, okay, ich kann einen digitalen Sensor, da ich die Daten auch speichere, ganz einfach per Plug and Play austauschen. Das Ganze haben wir dann, da habe ich in eine Bibliothek reingepackt bei uns, programmiert und dann relativ schnell ausrollen lassen. Und jetzt habe ich die ganzen Mitarbeiter bei uns geschult, konzernweit, und alle sind sehr froh, doch den Umstieg zu machen. Ja. Genau. Christian, ist das so der Traumweg aus deiner Sicht? Ist das auch der richtige Weg, den ein Kunde gehen sollte? Das ist ganz klar der richtige Weg. Ne? Also ich meine, gerade das Thema Analogsignale, Analog-Eingangskarten, Verfügbarkeiten und auch das Thema Datensicherheit eigentlich zu haben. Ne? Also sprich, was du ja schon gesagt hast, ne? Mit zyklischen und azyklischen Daten einlesen, Temperaturwerte, Strömungswerte, die Leitfähigkeitswerte, keine Skalierung, keine Normierung mehr, wirklich sondern direkt digital die Werte zu bekommen. Dann noch azyklisch Sonderwerte zu bekommen, also bei Sonderwerte, also zum Beispiel so Sachen wie Seriennummern, und einfach dann hier ein Qualitätsmanagement aufbauen zu können und auch die entsprechende Weitergabe der Daten zum darübergehenden System noch zu realisieren. Und das ist bei Envirofalk perfekt gelungen. Also wirklich erstmal diese aus der Not heraus Analog-Eingangskarten nicht verfügbar zu haben, auf IO-Link umzusteigen und dann aber sofort erkennen den Mehrwert und dann das wirklich in die Standardanlagen reinzunehmen. Das ist top, also muss ich echt sagen, also Hut ab, das ist perfekt gelaufen. Also das ist wirklich so, wie man sich es vorstellt. Ja. Also so, wie es eigentlich sein soll. Ja. Ja. Konntet ihr da unterstützen von EFM-Seite aus und musstet ihr unterstützen oder wie ist da generell das Angebot? Also wir haben natürlich unterstützt. Das heißt also, wir waren quasi auch beim Maximilian und beim Daniel quasi vorstellig gewesen, haben entsprechend die Sensoren präsentiert. Da ging es dann erstmal vordergründig nicht unbedingt um IO-Link und haben dann aber den IO-Link-Weg dann vorgestellt, haben das dann begleitet. Ne? Und dann gab es auch so einen kleinen IO-Link-Workshop, den wir gemacht haben, auch vorbereitend auf die Mitarbeiterschulung. Haben wir dann quasi auch ein bisschen unterstützt mit PowerPoint-Folien etc. Und sind quasi hier auch so einen partnerschaftlichen Weg gelaufen. Deswegen, man hört es auch, wir duzen uns mittlerweile. Also es ist wirklich sehr kollegial miteinander und das ist eigentlich genauso, wie es sein soll. Ja, sehr schön. Das klingt gut. Daniel, wir haben gerade schon so ein bisschen gehört über die Vorteile von IO-Link. Vielleicht aus deiner Sicht nochmal, was sind so die generellen Vorteile, die ihr auch den Kunden dann vermitteln könnt mit einer digitalisierten Anlage? Und was sind auch nochmal konkret die Vorteile, die ihr nochmal aus der Digitalisierung ziehen könnt für euch? Also ich denke, der Hauptvorteil der Digitalisierung ist natürlich, dass wir einfach eine Vielzahl an Daten haben, die jetzt durchgängig zur Verfügung stehen. Das hat für den Kunden den Vorteil, dass wir Diagnosefunktionen haben, jetzt von der Sensorebene bis hoch in die SPS-Ebene. Wenn wir Fernwartungssysteme einsetzen, haben wir die Chance, bis auf den Sensor zu diagnostizieren und aus der Ferne Unterstützung zu leisten. Ja. Das sind die Vorteile, die der Kunde hat. Ja. Und für euch aus Herstellersicht, was sind da so die Argumente? Aus Herstellersicht haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Reisekosten sparen, wenn wir Fehler schon von der Fernwartung aus eliminieren können. Dadurch entlasten wir die Umwelt, wir sichern die Produktion des Kunden und haben dadurch am Ende des Tages zufriedene Kunden. Ja, ja.
Alles klar. Gibt es weitere Trends, die du oder die ihr identifiziert, wo ihr sagt, das ist auch ein Thema, das können wir gerade jetzt mit einer digitalisierten Anlage oder mit eben der Mehrzahl an Informationen, die wir gewinnen können, besser umsetzen oder überhaupt erst adressieren? Ja, ich denke, auch da ist das Thema Kommunikation in der Anlagentechnik ein großer Punkt. Also die Vernetzung auch zwischen Kundenanlagen und unseren Anlagen werden immer mehr gefordert, immer mehr gelebt. Und da können wir natürlich auch eine Vielzahl an Daten mehr zur Verfügung stellen. Ob das auch da Diagnosedaten, Fehlerdaten von Sensorik ist, haben wir natürlich hier eine große Bandbreite an Daten, die wir einfach durch die Standardbausteine zur Verfügung stellen können. Ja, okay. Max, noch mal eine Frage an dich vielleicht. Wir haben gerade im Video gesehen, oder mir ist es aufgefallen, da sind viele Sensoren dabei von IFM, die gerade frisch auf dem Markt sind oder jetzt, sagen wir mal, vielleicht maximal ein Jahr alt sind. Das heißt, ihr setzt auch bewusst auf neue Sensortechnik, die euch neue Vorteile geben. Was steckt dahinter? Und ich sage mal, auch mal die Frage, wie viel Mut muss man haben, um als Unternehmen zu sagen, wir nehmen immer die neuesten Sensorik oder wir testen die neueste Sensorik und integrieren die in unsere Anlagen? Ja, wie Christian ja gerade eben schon angesprochen hat, haben wir mittlerweile ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, arbeiten viel miteinander und dann kam natürlich auch von unserer Seite das Verlangen, was können wir erneuern, was können wir kleiner halten an Materialien, im Prinzip nicht so viele Sensoren, verschiedene Sensoren einzubauen wie in der Analogwelt. Wir haben natürlich auch bei uns in der Wasseraufbereitung ein ganz großes Thema, den Leitwert, wie ich auch schon im Video gezeigt und gesehen wurde, ist es eine große Größe bei uns. Und wir haben auch einige Anlagen, die hausintern bei uns stehen. Und dann kam Christian und sagte eigentlich zu uns, hey, wollt ihr nicht einfach die neuesten, modernsten Sensoren von uns einfach mal testen, teilweise Prototypen, die könnt ihr vorab haben, wirklich nur als Muster, aber gehen nicht raus zum Kunden, haben wir natürlich definitiv besprochen, um zu sagen, okay, unsere Kunden sind natürlich kein Versuchsobjekt. Wir testen alles frühzeitig aus, sorgfältig aus. Und das haben wir natürlich mit Christian zusammen gemacht bei uns, haben Fehler ausgereizt und konnten natürlich dann auch direkt zur Marktveröffentlichung sagen, okay, wir setzen Produkte wie den neuen LDL 101, den Leitwertsensor ein. Wir nutzen im Prinzip die neue PL-Serie an Drucksensoren, die unfassbare Auflösung haben bei einer sehr großen Druckrange, muss man sagen. Dadurch können wir natürlich die Vielfalt der Sensoren auch reduzieren. Wenn wir einen Drucksensor haben, der jetzt angenommen von 0 bis 10 bar misst und eine Auflösung von 3 Nachkommastellen hat, dementsprechend genau ist das. Und ich kann hydrostatische Drücke und Pumpendrücke mit einem Sensor messen. Dementsprechend kann ich meinem Servicetechniker bei uns auch sagen, du brauchst nur noch einen Sensor in der ganzen Anlage. Ob Pumpendruck oder hydrostatischer Druck eines Tanks. Und das waren natürlich auch Gewinne. Da haben wir gesagt, okay, die haben wir vorher ausprobiert, vor Marktveröffentlichung, was für uns auch ein Privileg ist, das mit IFM durchzuführen und dann zu sagen, okay, wir können das dem Kunden mit als erster anbieten. Genau. Und das ist ja auch genau der Weg, den die IFM ja eigentlich geht. Also sprich, wir haben ja die Produkttestphase und gehen ja dann meistens in die Feldtestphase. Also sprich, dass wir wirklich unsere Sensoren beim Kunden, mit dem Kunden zusammen testen, in Grenzsituationen reinführen, wo wir sagen müssen, okay, bis dahin und keinen Meter weiter, so nach dem Motto. Ne? Aber hier haben wir jetzt es wirklich geschafft, die Produktpalette, die vorhanden war, auch einzuschrumpfen. Ne? Also sprich, es sind nicht mehr 5 verschiedene Drucksensoren da, sondern nur noch eine. Wir haben quasi einen Leitfähigkeitssensor, der vom Stadtwasser bis runter zum reinsten Medium den kompletten Bereich abdecken kann. Ich habe eine digitale Datenkommunikation, Austausch von Sensoren vom Servicetechniker. Das geht alles Plug and Play, ne? Weil das halt dank der digitalen Technik einfach umzusetzen geht. Und die Feldtestphasen, muss ich sagen, also doch, das ist halt man sieht halt wirklich einfach mal, was der Sensor wirklich kann. Ne? Und gerade auch in dem Moment, wo es noch ein Mustergerät ist, wo noch nicht raus darf zum Endkunden eigentlich. Ja. Und wir sehen dann schon, dass das Gerät serienreif ist und dann direkt in die Umsetzung mit reingeht. Das ist schon hat Innovation und auch gleich die Marktfähigkeit zu haben. Ne? Ja.
Das ist schon sehr gut. So ein Feldtest ist dann, aber das hat man ja auch rausgehört, eine Win-Win-Situation. Ne? Also natürlich IFM profitiert, weil sie testen kann, funktioniert der Sensor, aber der Kunde eben auch, weil er dann ja im Grunde für sich auch schon testen kann, ob die neuesten oder dass die neuesten Produkte nochmal einen Fortschritt nach vorne sind. Ne? Und dann ist man eben vorne dabei. Genau. Also was muss ich vielleicht auch als Kunde nochmal mitbringen, um so eine Feldtest-Sache mitzumachen, ne? in so eine Auswahl zu kommen? Also prinzipiell muss der Kunde natürlich so ein bisschen Innovationskraft haben. Und das haben wir ja bei Envirofalk gesehen, ist ausreichend vorhanden. Wir haben natürlich auch eine gewisse Anforderung an unsere Sensorik, für welchen Zielbereich, für welche Branche der Sensor geeignet sein wird. Und dann suchen wir uns entsprechende Unternehmen raus. Und im Fall von Envirofalk mit der Reinstwasseraufbereitung haben wir gesagt, ganz klar, den Leitfähigkeitssensor mit 0,04 Mikrosiemens messend. Technisch möglich war 0,05 Mikrosiemens. Also sprich genau in den Bereichen, wo Envirofalk arbeitet, ist unser Sensor zu platzieren. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist der perfekte Feldtestpunkt quasi für den Sensor. Und das Gleiche auch mit unserem Ultraschall-Durchflusssensor. Ja. Den haben wir jetzt ja quasi auch neu auf den Markt gebracht und haben dort direkt auch gemessen, auch mit diesen kleinsten Leitfähigkeiten, um hier wirklich zu sagen, der Sensor ist für diese Applikation später gedacht, für diese Branche, für diesen Markt gedacht. Und genau hier wird er dann quasi auch platziert und getestet. Ja, alles klar. Daniel, Max, Christian, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und uns nochmal einen tieferen Einblick gegeben habt in das Thema der industriellen Wasseraufbereitung. Ihr dürft noch sitzen bleiben. Ich gehe jetzt rüber zu unserem Kollegen Sandro Bauer, der an unserer Anlage in unserer Halle gleich neben dem Studio auf mich wartet. Sandro, hi, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich, Philipp. Wir stehen hier an der Wasseraufbereitungsanlage, die im Grunde der aus dem Video nachempfunden ist. Sprich, wir können jetzt mal gleich ein bisschen in die Tiefe gehen. Bevor wir das machen, als allererstes fällt mir auf, das Display. Lass uns da mal kurz drüber sprechen. Das war ja auch ein zentrales Thema, Datenerfassung. Ne? Auf jeden Fall, sehr gerne. Wir haben es ja vorhin schon gehört von Maximilian. Im Endeffekt das HMI zentraler Baustein. Die ganzen Informationen von den Sensoren, von unseren IO-Link Mastern, azyklische Werte, zyklische Prozessdaten werden alle visualisiert, mit einem Anlagenbild nachgestellt, sofort live übermittelt. Ja. Und das ist natürlich super schön und da können wir auch direkt mal reinschauen. Ja. Hier sieht man es, auf der linken Seite direkt der Tank nachgestellt. Hier sehen wir prozentual, wie ist der Füllstand. Wir sehen von der Pumpensteuerung den Pumpendruck, den Filterdruck. Wir sehen aber auch direkt unsere Wasserqualität. Entspricht sie der gewünschten Wasserqualität? Ja. Und das halt alles auf einen Blick. Hier kann ich noch verschiedene Dashboards wählen und der Kunde alles in einem Blick. Und auch, wir haben es vorhin angesprochen, es kommen Ereignisse. Der Sensor meldet sich, Gerätestatus zum Beispiel. Und auch das kann ich mir alles in einem weiteren Dashboard angucken. Wie geht es meinen Sensoren denn überhaupt? Perfekt. Dann würde ich sagen, Sensoren ist ein gutes Stichwort. Wir machen mal die Türen auf und schauen mal rein. Sehr gerne. So, was mir jetzt als allererstes auffällt, hier hinten ist der IO-Link Master verbaut und es ist wirklich, also Kabel reduziert, das ist aufgeräumt, ist auch ein Vorteil. Ne? Auf jeden Fall und ich sage mal, das ist auch absolut eine Stärke. Wir können unseren Master hier dezentral platzieren. Wir haben verschiedene Anlagenteile. Und für jeden Anlagenteil einen IO-Link Master nehmen. Das heißt, ich muss nur mit meinen Kabeln von den Sensoren direkt über M12-Technologie anstöpseln. Bin super schnell, kann auch nicht falsch verkabeln, weil das ist alles schon vorkonfektioniert. Und muss dann nur noch mit einem Kabel an die Steuerung weg. Oder jeweils ein Kabel pro Master. Und das ist natürlich im Endeffekt dann das Ergebnis. Wir haben einen super aufgeräumten Anlagenteil. Wir haben kleine Kabeldurchführungen und das sieht ja einfach gut aus. Ja, und kann man ja auch nicht vernachlässigen, je länger die Kabel sind, umso teurer wird es dann eben auch. Ne? Das spart auf jeden Fall auch Geld. Genau. Dann lass uns mal ein bisschen weiter hinten zur Anlage gehen, und zwar zum SU Pure Sonic. Das ist ein brandneues Gerät von IFM, ist ein Ultraschallsensor, das weiß ich noch, den Rest kannst du uns jetzt verraten. Auf jeden Fall. Genau, ganz neues Gerät. Du hast gesagt, was ist denn die Stärke in dieser Applikation von dem Gerät? Wir haben hier verschiedene Anlagenteile, das habe ich gesagt. Und das heißt, wir haben auch verschiedene Wasserqualitäten. Von Stadtwasser, das aus meinem Wasserhahn kommt, bis hin zum hochreinen Wasser. Bei hochreinem Wasser, wenn ich zum Beispiel sehr performant messen will,
würde ich generell sagen, magnetisch-induktiv ist immer eine ganz gute Wahl. Aber genau in diesem Prinzip funktioniert das halt nicht. Ja. Ich brauche einfach Leitwert in meinem Medium. Und da kommt die Stärke. Egal an welchem Anlagenteil, ich kann den gleichen Sensor einsetzen, weil ich brauche keinen Leitwert im Medium. Und da kommen wir eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt. Ja. Ich habe zudem auch überhaupt keine mechanischen Einbauten drin, wie bei einem Flügelradsensor. Ich habe keine Dichtungen. Ich habe aber auch im Endeffekt keine Elektroden. Das heißt, das Wasser möchte sich ja im Endeffekt, wenn das hochrein ist, wieder anreichern. Ja. Wenn ich dann Dichtungen verbaut habe zum Beispiel, dann ziehe ich mir natürlich meine Mineralien wieder raus. Und reines Edelstahlrohr haben wir. Das heißt, keine Materialverträglichkeitsprüfung. Ich könnte sehr, sehr einfach reinigen. Und mechanisch würde da auf keinen Fall irgendwas verblocken können. Ja. Ne? Also gerade hinsichtlich der Wartungsfreiheit spricht das natürlich auf jeden Fall Bände. Ja. Ja, perfekt, super. Mit dem SU Pure Sonic ist auch immer eigentlich der LDL 101 zu nennen, weil die beiden sind im Grunde unzertrennlich, würde ich mal sagen. Oder? Auf jeden Fall, du hast genau richtig gesagt, wo der SU sitzt, ist der LDL 101 auch nicht weit. Ja. Im Endeffekt, was machen wir in der Applikation? Wir haben hier in der Stufe die Stufe der Umkehrosmose und hier möchten wir einfach für den nachgelagerten Prozess, zum Beispiel die Teilereinigung, wieder das Ergebnis der Wasserqualität im Endeffekt überprüfen. Ja. Und wenn hier jetzt nicht zum Beispiel 20 Mikrosiemens rauskommt, den ich für den weiterverarbeitenden Prozess brauche, dann habe ich halt irgendeinen Fehler in meiner Applikation. Und das wird genau mit dem LDL 101 hier überwacht, Wasserqualität. Ja. Genauso haben wir das ja auch noch in dem zweiten Anlagenteil. Ja, lass mal rübergehen vielleicht. Genau, auf der VE-Anlage oder bei der VE-Patrone. Aber gleiche Applikation. Ja. Hier brauchen wir halt nochmal weiter aufbereitetes Wasser mit einem kleineren Leitwert. Und je kleiner der Leitwert, desto wichtiger wird natürlich dann auch, dass das eine performante Messung ist. Ja. Und was hier natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, es ist ein Plug-and-Play-Gerät. Das Gerät braucht kein teures Datenkabel. Wir haben keine Einbauten noch im Schaltschrank sitzen, also Auswertegeräte, die mir dann wieder den Schaltschrank groß machen. Ja. Ich kann hier wieder mit meinem M12-Stecker anstecken an den Sensor, muss nichts parametrieren. Wir haben einen sehr großen Messbereich. Kann ich vom Stadtwasser bis zum Hochreinwasser alles messen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig großer Vorteil für diesen Sensor. Ja, perfekt. Dann versteckt sich da hinten in der Ecke, so klein, man sieht ihn kaum, noch ein Drucksensor, ebenfalls sehr neu und viel gefragt. Absolut. In dieser Applikation, da geht es einfach darum, wir wollen die Pumpensteuerung überwachen, den Druck vom Filter im Endeffekt. Und das ist halt einfach ganz schön. Wir können den Sensor jetzt einmal für diese Applikation nutzen, Ja. aber weil wir auch einen großen Messbereich haben, können wir sagen, mit der guten Auflösung über IO-Link können wir auch in eine hydrostatische Füllstandsmessung gehen von Tanks. Das schauen wir uns ja auch noch gleich an. Genau. Und da muss man einfach noch dazu sagen, wir sehen es ist ein sehr, sehr kleiner Sensor, er ist sehr, sehr kompakt. Ja. Und, das sieht man jetzt hier nicht, wir haben im Endeffekt ein frontbündiges keramisches Design. Und das ist ganz wichtig. Ich habe keinen Druckkanal, wo sich wieder ich sag mal, welche Toträume bilden können. Ja, ja. Und das möchte man ja einfach bei hochreinem Wasser strikt vermeiden. Ja. Und dementsprechend machen wir direkt vorne dicht. Sehr schön. Ja. Und genau, Ist es die perfekte Wahl. perfekt. Ja, würde ich sagen. Dann lass uns rüber zum Tank gehen. Gerne. Und ja, was mir hier als erstes auffällt, es leuchtet schön grün unten. Das ist der TCC, Temperatursensor. Warum habt ihr den verbaut hier? Genau, wir haben im Endeffekt zwei Funktionen. Einmal eine Sicherheitsfunktion, aber auch eine Regelungsfunktion. Im Endeffekt, wir sehen hier unten drunter, direkt unter dem TCC, sehen wir, da sind ein paar Heizelemente. Wir wollen natürlich das Reinstwasser auch für den Spül- oder Reinigungsprozess auf eine gewisse Temperatur gegebenenfalls aufheizen. Ja. Und wir wollen natürlich auf jeden Fall einen gewissen Anlagenschutz darstellen. Das heißt, wenn die Heizelemente unerwartet heiß laufen, kriegt das unser Temperatursensor als Sicherheitsfunktion mit. Aber wir wollen natürlich auch immer die richtige Temperatur halten. Ja. Das heißt, da ist auch eine gewisse Regelungsfunktion drin, wo ich einfach einen kompakten Sensor im Endeffekt benötige. Ja. Und dann einfach wieder die optische Anzeige, um zu zeigen, alles ist gut oder guck mal nach. Genau, und das war auch immer uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier keine Zahlen, Temperaturwerte, die falsch interpretiert werden könnten, sondern grün ist gut und wenn sich die Farbe ändert, dann sollte ich mal auf jeden Fall danach gucken. Genau, perfekt. Dann haben wir hier unten ebenfalls nochmal einen Drucksensor dran für die hydrostatische Füllstandmessung, nehme ich an. Ja. Genau, richtig, ja. Wir sehen einmal, wie du es gerade genau richtig gesagt hast, einmal die hydrostatische Füllstandsmessung an diesem Tank.
Aber wir haben auch noch eine zweite Lösung integriert. Okay. Hier ganz oben auf dem Tank sitzt auch noch ein Radarsensor. Warum einmal hydrostatisch, einmal berührungslos? Es kommt immer darauf an. Jede Branche hat da so ein bisschen seine Vorlieben. Ja. Die eine Branche sagt zum Beispiel, hydrostatisch finden wir nicht so gut, weil wir müssen den Tank im Endeffekt anbohren, wir müssen dann wieder einen Adapter verschweißen oder auch verkleben und dann können Toträume entstehen. Toträume heißt, das Medium setzt sich rein, wird nicht mehr zirkuliert und es kann sich einfach wieder anreichern und verunreinigen. Und da haben wir jetzt auch eine Lösung. Und das habe ich gerade eben schon gesagt, unser Radarsensor ist jetzt auch absolut geeignet für Kunststofftanks, also überhaupt kein Thema. Ich kann den oben einfach auf den Tankdeckel draufsetzen und er schaut durch meinen Deckel durch. Das heißt, wir sind komplett berührungslos. Ja. Also da haben wir im Endeffekt genau die Thematik der Verunreinigung auch im Keim erstickt. Also definitiv hier ein riesen Mehrwert für gewisse Branchen, die sagen, Hydrostatik möchte ich nicht haben. Ja. Und man kann vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben, jeder, wo schon mal einen Radarsensor eingestellt hat, meistens einige Einstellmöglichkeiten, die ich leisten muss, kostet mich wieder Zeit und ist ein bisschen komplex. Hier auch wieder dank dem IO-Link-Konzept einen Wert einzustellen. Wir gehen in unsere Parametriersoftware, stellen einmal die Referenzhöhe ein und dann haben wir einen intelligenten Algorithmus integriert, der es uns ermöglicht, dann auch wieder sowas wie ein Heizelement einfach auszublenden und mir den realen Füllstand zu simulieren. Also rundum, glaube ich, ein absolut geeigneter Sensor für diese Applikation. Sehr schön. Und was man noch ergänzen kann, das, was wir oben sehen, ist der Radarsensor. Da kommt nichts weiteres dazu, keine Analyseeinheit oder sonstiges, keine Auswerteeinheit. Das ist der Sensor und mehr braucht es nicht. Genau, da sind wir auch unserem Konzept wieder komplett treu geblieben. Wir haben gesagt, wir wollen das Teilchen im Endeffekt so klein wie möglich, so kompakt wie möglich, aber es soll alles können, was es halt auch bedarf. Ja, perfekt. Sandro, danke dir für den Einblick in die Sensorik von so einer Wasseraufbereitungsanlage. Sehr gerne. And this brings us to the end of this Impulse episode. Thank you for your interest. I hope you will join us again next time. Until then, take care, stay healthy and bye.